Venetien ist nicht gleich Venedig. Natürlich gehört die Lagunenstadt zu den bekanntesten Reisezielen Italiens, aber die Region hat noch viel mehr zu bieten. Und auch die benachbarte Lombardei ist nur ein Katzensprung entfernt. In diesem Video nehme ich euch mit zu einigen meiner Lieblingsausflüge ab Verona. Im letzten Video habt ihr bereits gesehen, dass Verona mein Ausgangspunkt für diese Reise war. Falls ihr es verpasst habt, verlinke ich es euch nochmal hier. Von Verona aus lassen sich viele spannende Orte ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Heute geht es nach Iseo, Padua, Chioggia, Peschiera del Garda und Sirmione. Ich zeige euch, wie lange die Anreise dauert, was die Tickets kosten und ob sich die Ausflüge wirklich lohnen. Außerdem verrate ich euch am Ende noch mein persönliches Fazit zu Trenitalia. Los geht's mit meinem ersten Ausflug. Iseo. Von Verona Porta Nuova dauert die Fahrt mit dem Regionalzug planmäßig 1 Stunde und 44 Minuten. Das Ticket kostet aktuell 8,80 € pro Strecke. Unterwegs müsst ihr in Brescia umsteigen. Und genau dort wartet eine kleine Falle auf viele Reisende. Der Anschlusszug fährt nämlich von Gleis 3 Ovest ab. Und nein, das ist nicht dasselbe wie Gleis 3. Das habe ich leider auf die harte Tour gelernt. Selbst andere Reisende konnten mir vor Ort nicht weiterhelfen. Das Ergebnis, ich habe meinen Anschluss verpasst und durfte fast 1 Stunde auf den nächsten Zug warten. Immerhin blieb mein Ticket weiterhin gültig. Das habe ich vorsichtshalber noch einmal beim Bahnpersonal nachgefragt. In Niseo angekommen, zog es mich direkt an den See. Erstmal ein Eis holen bei Marini und entspannte Atmosphäre genießen. Wer möchte, kann von hier aus auch einen Bootsausflug nach Monte Isola machen. Die Fähren legen direkt am Hafen ab. Ich habe mich dagegen entschieden und stattdessen den Ort zu Fuß erkundet. Dabei bin ich auf die Kirche Pieve di Sant'Andrea gestoßen. Ehrlich gesagt hätte ich in einem so kleinen Ort nicht mit einer derart beeindruckenden Kirche gerechnet. Besonders das riesige Deckengemälde hat mich richtig begeistert. Insgesamt hat mir Iseo wirklich gut gefallen. Anfang April war noch angenehm wenig los und der Ort eignet sich perfekt, um einen entspannten Tag am See zu verbringen. Der nächste Ausflug führte mich nach Padua. Von Verona braucht man nur 58 Minuten. Das Ticket kostet 8,50 € pro Strecke. Padua ist vor allem für die Universität bekannt. Sie wurde bereits im Jahr 1222 gegründet und zählt zu den ältesten und renommiertesten Hochschulen der Welt. Das historische Hauptgebäude kann man kostenlos besichtigen. Besonders schön fand ich die Arkaden und die Atmosphäre des Innenhofs. Ein weiteres Highlight ist der Prato della Valle. Das ist einer der größten Plätze Italiens. Als ich dort war, standen über Streetfood-Stände. Auf den Wiesen saßen Studierende und lernten für ihre Prüfungen. Padua hat mich aber nicht nur architektonisch überzeugt, sondern auch kulinarisch. Zum Mittagessen habe ich Bigoli all'anatra probiert, eine traditionelle Pasta mit Entenragout. Und natürlich durfte auch ein Dessert nicht fehlen. Im historischen Café Pedrocchi gab es eine Torta di Pedrocchi mit Schokolade, Minze und Kaffee. Eine Kombination, die ungewöhnlich klingt, aber überraschend gut funktioniert. Mein nächster Tagestrip brachte mich nach Chioggia. Und hier wurde die Anreise plötzlich etwas komplizierter. Sowohl Google Maps als auch die Trenitalia-App wollten mich über Verbindungen schicken, die teilweise mehr als 5 Stunden gedauert hätten. Dabei geht es deutlich schneller. Am einfachsten fahrt ihr zunächst mit dem Zug nach Padua und steigt dort in den Bus der Linie E005 Richtung Sottomarina um. So dauert die Reise weniger als 3 Stunden. Der Gesamtpreis liegt aktuell bei 14,20 € pro Strecke. Wichtig zu wissen, die Bustickets könnt ihr nicht direkt beim Fahrer kaufen. Besorgt sie euch am besten direkt am Busbahnhof in Padua. Idealerweise gleich für Hin- und Rückfahrt. Die Endstation des Busses ist Sottomarina. Dort befindet sich auch ein kilometerlanger Sandstrand. Wenn ihr allerdings Chioggia erkunden möchtet, steigt ihr bereits vorher im Stadtzentrum aus. Von dort kann man später problemlos nach Sottomarina laufen. Genau das habe ich auch gemacht. Leider hatte ich an dem Tag etwas Pech mit dem Wetter. Es herrschte ein regelrechter Sandsturm, sodass man sich dem Wasser kaum nähern konnte. Trotzdem hat mich Chioggia sofort begeistert. Touristen waren kaum zu sehen, der Ort wirkt wie eine Miniaturversion von Venedig mit Kanälen, Brücken und italienischem Alltagsleben. Man kann die Schönheit des Ortes genießen, ohne sich dort durch Menschenmassen kämpfen zu müssen. Ob mir am Ende Chioggia oder Venedig besser gefallen hat, erfahrt ihr übrigens im nächsten Video. Beneath the silver spun
Zum Abschluss ging es noch an den Gardasee. Mein erster Stopp war Peschiera del Garda. Die Zugfahrt von Verona dauert gerade einmal 13 Minuten und kostet auch nur 4,05 €. Nach einem kleinen Spaziergang durch die Altstadt ging es weiter mit der Fähre nach Sirmione. Die Überfahrt dauert rund 40 Minuten und kostet 6 €. Sirmione zählt zu den bekanntesten Orten am Gardasee. Und genau das habe ich Anfang April deutlich gespürt. Die engen Gassen waren völlig überfüllt. Menschenmassen schoben sich durch die Altstadt und die entspannte Atmosphäre, die man sich von einem Seeort erhofft, wollte bei mir gar nicht aufkommen. Dazu kommt, dass viele Eisdielen meiner Meinung nach völlig überteuert sind. Für einen Eisbecher kann man hier schon mal schnell zwischen 10 und 15 € bezahlen. Mein Tipp: Schaut euch die Bewertungen vorher genau an. Dort spiegelt es sich wieder. Die meisten Eisläden haben nur eine Bewertung von maximal 1,5 bei Google. Ich war schließlich bei der Gelateria Scaligeri gelandet. Das Eis war in Ordnung, aber insgesamt würde ich meine Erwartungen an die Gastronomie in Sirmione eher niedrig halten. Der schönste Teil meines Aufenthalts war dafür etwas ganz anderes. Direkt am See habe ich mir ein Sonnenuntergangsticket für die Therme gegönnt. 2 Stunden in den heißen Quellen, während langsam die Sonne über dem Gardasee untergeht. Das war definitiv ein Highlight meines Ausflugs. The world fades out, it's just us two in this waltz of stars. Natürlich gäbe es noch viele weitere spannende Ausflugsziele rund um Verona. Meine Zeit war allerdings begrenzt. Von allen Orten, die ich besucht habe, kann ich euch Iseo, Padua, Chioggia und Peschiera del Garda ohne Einschränkungen empfehlen. Bei Sirmione bin ich etwas zwiegespalten. Die Therme war großartig, der Ort selbst war mir persönlich aber zu voll und zu touristisch. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit zu Trenitalia. Normalerweise habe ich mit den italienischen Bahnen sehr gute Erfahrungen gemacht. Während dieser Reise waren allerdings besonders die Züge von Trenn Nord erstaunlich häufig verspätet. Vermutlich liegt das an der stark frequentierten Strecke zwischen Mailand und Venedig, auf der es regelmäßig zu Verzögerungen kommt. In den nächsten Wochen werde ich dazu noch ein eigenes Video veröffentlichen, denn im Mai bin ich einmal komplett mit der Bahn von Süditalien bis in den Norden des Landes gereist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und liked das Video. Und schreibt mir in die Kommentare, welchen dieser Orte würdet ihr als erstes besuchen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.